Açık kalmış bir lamba, sürekli şarjda duran küçük ev aleti, açık duran bir modem, mahalledeki döner dükkanının 7/24 çalışan dondurucuları ve buzdolapları. Enerji sonsuz değil. Kullanıcılar ve bir uzman ile hem iklim krizi hem de enerji tasarrufu açısından ele alacağımız 8. filmimiz başlıyor. Warten Sie mal. Der. Nee. Hat mit dem nichts zu tun. Doch, ist er. Ja. Okay. Das ist Ja? der. Ja? So. Ja, Na, dann genau, steckt man das genau. hier rein. Ja, genau. Jetzt. Das müsste ja eigentlich wieder angehen. Machen Sie an, genau. Ja, mache ich auch an. So, Match, ja? machen wir Match. Und sofort? Beidseitig. Ja, fängt er an zu zählen. Ne? Sofort zeigt er mir, er hat Leistung. Es wird leider immer mehr, dass wir Strom zu Hause verbrauchen, weil wir smarte Geräte haben. Ja, der Kühlschrank, der mit dem Internet, sprich mit dem Router verbunden ist. Das Thema Router hatten wir noch nicht. Ein Gerät, das viel Strom verbraucht, das immer an ist, Tag und Nacht. Da auch sozusagen der Tipp, bin ich 8 Stunden mal weg, brauche ich mein WLAN zu Hause nicht, kann ich das wenigstens abstellen. Also das heißt, wir haben immer mehr Geräte zu Hause in den deutschen Haushalten, die den ganzen Tag kommunizieren, die Strom verbrauchen und deshalb muss auch immer mehr Energie produziert werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen auf regenerative Energien umsteigen. Unser Problem ist ja, warum sollen wir überhaupt Strom sparen? Weil wir Klimawandel haben. Wir müssen das Klima schützen, das heißt, wir dürfen nicht so viel CO2 ausstoßen, also unsere Geräte. In NRW haben wir ja den meisten Strom noch aus Kohlekraftwerken. Ja, wir haben den meisten Strom, der hier produziert wird aus Kohlekraft. Das verursacht durch das Verbrennen sehr viel Kohlendioxid und das wissen wir, verändert das Klima zum Schlechten. Harcamaların dengelenmesi açısından önemli. Hem de genel olarak da uluslararası durumda da enerji tasarrufu denilen tasarrufu da aynı zamanda evlerden başlayarak yapabilme. Yani iki yönlü şey var bu yönde, iki yönlü hedef olması gerekir her ailede. Solange wir noch nicht auf regenerative Energien umgestiegen sind, trotzdem auch wenn wir ganz viel Sonnenstrom hätten, ist es doch Quatsch und kostet ja auch, Strom zu verbrauchen, was nicht nötig ist. Also zu Hause gucken, wo kann ich Strom einsparen, wo kann ich Geräte ausmachen, wo kann ich beim warmen Wasser sparen. Wenn ich ein Haushalt bin, wo ich durch Strom mein Wasser erwärmen muss, mit einem Durchlauferhitzer, kostet das richtig viel Energie und es kostet mich wahnsinnig viel Geld. Deshalb müssen wir hier warmes Wasser sparen. Kuşkusuz bunu kıyaslıyoruz da sonuç itibariyle kim daha ucuz veriyor diyoruz. Ona rağmen çok yüksek ücretler ödüyoruz. Yani biz mesela burada bu evde gaz olarak bu sene 700 euroya yakın bir senede tasarruf etmiş olmamıza rağmen bizim ödediğimiz sadece bu 3 kişilik evde 3000'e yakın. Yani 3000'e yakın gene 3000 euroya yakın para ödedik yıllık. Yani bu bayağı, bu sadece gazdır yani. Bir de elektrik yönü de var. O açıdan tabii ki şeye de dikkat etmek gerekiyor. O yönüne hem sıcak suyun kullanılmasından başlayarak işte elektrik aletlerinin kullanılması meselesinde bunu biraz daha bilinçli hale getirebiliriz. Bunu birçok insan günlük yaşamın içerisindeki o engamede bunu tam göremiyor veya onun bilincine varamıyor. Onu hissedemiyor, öyle söyleyelim. Ne zaman hissediyor? İşte her zaman fatura geldiğinde onu hissediyor. Ama fatura gelmeden önce de yapılabilecek şeyler vardır. Viele Leute haben, weil die Preise ja sehr hoch sind, die Preise sind sehr gestiegen in den letzten Jahren, angefangen Strom zu sparen. Das machen sie, glaube ich, nicht, weil sie Klimaschützer sind, sondern weil sie Geld sparen wollen. Und da hatten wir auch das Gefühl, dass die Menschen sparsam leben wollten und bewusst auch indirekt aus Umweltschutzgründen Strom gespart haben. Aber da immer mehr Geräte angeboten werden, wie zum Beispiel der Saugroboter hier oder Geräte, die die ganze Zeit laufen, haben wir das Gefühl, dass den Menschen hier das wieder egal ist. Also man kauft dann Geräte, weil sie smart sind, weil sie schick sind, aber das Thema Stromsparen, Energiesparen hat schon wieder nachgelassen. Obwohl die Menschen wissen, es hat was mit Klimaschutz zu tun, muss noch viel mehr passieren. Also ich muss immer wieder motivieren und den Nachbarn sagen, hey, wir könnten Strom sparen. Es ist leider nicht mehr so wichtig, haben wir das Gefühl. Acıktınız mı? Şimdi bir döner dükkanını ziyaret edelim. Bakalım orada durumlar nasıl? Dolaplar çalışmadan olur mu? Gıda ürünlerinin tazeliği önemli. Fakat burada da birkaç püf noktası var. Dereceyi
belli bir noktada tutmalı. İmbislerde elektrik tasarrufu yapma şansımız çok yok. Çünkü bütün aletler elektrikle çalışıyor ve sürekli çalışmak zorunda. Yani örneğin bu fritözü kapatıp tekrar açma şansımız yok. Her an müşteri geldiğinde tekrar onu pişirip müşteriye vermemiz gerekiyor. Onun dışında diyelim ki dolaplar sürekli çalışmak zorunda. Çünkü belli bir temperaturda tutmak zorundayız. Sebzenin olduğu dolapları yine o şekilde yapmak zorundayız. O yüzden burada tasarruf yapma şansımız çok yok. Ah ja. Darunter ist auch eine Kühlung unter dem Salat. Ist das Genau, alles? das ist, diese Temperatur gehört zu diesem Salat. Ja, und deshalb hat Ihr Restaurant einen hohen Verbrauch, weil Sie den ganzen Tag kühlen müssen. Na, und aus warmer Luft, kalter Luft zu machen, braucht halt viel Power, viel Energie. Und deshalb haben Sie wahrscheinlich einen hohen Stromverbrauch. Muss aber auch so sein, Sie müssen Ihre Lebensmittel kühlen. Bei dem Imbiss fand ich gut, dass da oben immer stand, wie viel Grad der Kühlschrank hat. Das habe ich zu Hause nicht. Zu Hause muss ich mich darum kümmern, dass mein Kühlschrank oder mein Tiefkühlgerät nicht zu viel Strom verbraucht, weil es viel zu kalt eingestellt ist. Das heißt, ich empfehle eben bei Imbissen in Restaurants, dass da die Besitzer gucken, habe ich eben nicht zu einen hohen Stromverbrauch, weil meine Geräte viel zu heiß sind, viel zu warm sind oder eben der Kühlschrank, das Gefriergerät, zu kalt eingestellt ist. Wir sagen ja, minus 18 Grad ist am besten für die Lebensmittel, dass sie lange tiefgefroren bleiben, frisch bleiben dadurch, dass sich nicht Bakterien und die Keime dann weiter bilden können. Und das ist natürlich super, dass es hier eine Anzeige gibt, ne? Dass man hier das sehen kann. Ja, finde ich wunderbar, da müssen Sie nicht ständig nachregeln. Genau. Also hier können Sie auch keinen Strom sparen, weil Sie das gut eingestellt haben und nicht zu kalt. Ne? Das muss nicht kälter. So. Temperatur ölçerlerimiz var dolapların üzerinde. Bu dolap mesela 5 ile 7 arasında gidip geliyor. Onu o şekilde yaptık ki 5 dereceye geldiğinde otomatikmen ausschalten yapıyor, kapatıyor yani. 5'ten sonra tekrar 7'ye kadar çıkıyor. 7'ye geldikten sonra tekrar kapanıyor. Yani elektrik giderleri inanılmaz yüksek. Eskiye oranla kıyasladığımızda mesela koronadan önceki dönemle ya da bu savaş olayından önceki dönemle şimdiyi kıyasladığımızda hemen hemen elektrik ortalama %70, %80 arttı. Eskiden 1200 euro ödediğimiz elektriğe şimdi 2000 euro ödüyoruz aylık. Gaz keza öyle. Gaz 4 kat çıktı, 4 katına çıktı. Eskiden aylık 350 euro verdiğimiz gaza şimdi 1350 civarında para ödüyoruz. Fiyatlar inanılmaz yüksek. Ücretlere bakıyorsunuz. Ücretler öyle enerji fiyatları kadar yükselmiyor. Ücretler yükselse ya yerinde sayıyor ya da işte birkaç prosent oranla yükseliyor. Ama onun karşısındaki enerji şeyleri bunlar neredeyse bir bakıyorsun %60, %70 gibi bir rakamlarla bir fiyatlama yapılıyor. Enerji ücretleri yükseliyor. Also Strom sparen bedeutet natürlich vordringlich, ich kann Geld sparen. Strom ist sehr teuer in den letzten Jahren geworden, wird auch nicht billiger wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Und eben klar, wenn ich Strom spare, schützt sich das Klima, weil, wie gesagt, unser Strom produziert Kohlendioxid, ganz schlecht für unser Klima. İklim krizini anlamak, yapabileceklerimizin farkına varmak için çıktığımız bu serüvende 8 filmlik serinin sonuna geldik. Umuyoruz bu çalışmalar bilgilendirici olmuştur ve filmleri yaparken bıraktığımız karbon izine değmiştir. Yeni bir serüvende görüşmek üzere.